Es wird einen Harry Potter Themenbereich in einem deutschen Freizeitpark geben. Der Freizeitpark Belantis wird zum Park Asterix und hat damit eine verdammt rosige Zukunft. Außerdem gibt es neue Fahrgeschäfte für den Erlebnispark Tripsdrill und den Family Park Neusiedlersee und ganz viel mehr. Vor allem auch noch Geschenke für euch und überhaupt und alles hast du nicht gesehen. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red Video Magazin mit einem neuen Video meinerseits, einem neuen News-Video mit einigen Updates. Wir sind frisch aus Orlando zurück. Während wir da waren, ist ein bisschen was passiert. Wir haben euch einiges aber auch gezeigt. Zum Beispiel waren wir beim Sponsor des heutigen Videos, SBF Visa, zusammen mit CW Attractions und haben da am Stand ein ziemlich langes Gespräch geführt, wo Christoph Wunderlich uns einiges erklärt hat, was in der Zukunft so kommt mit neuen Fahrgeschäften in Deutschland oder auch einem ziemlich cool gestalteten Fahrgeschäft für Grönerlund. Das findet ihr hier in dem Video und SBF Visa zusammen mit CW Attractions unterstützen dieses News-Video, damit ich das Ganze hier präsentieren kann. Vielen Dank an dieser Stelle und viele weitere Infos zu den ganzen Neuheiten gibt es in diesem Orlando Messe-Video. Da findet ihr auf jeden Fall wirklich sehr viel Input. Und wie gesagt, reden wir da auch über Neuheiten für Deutschland. Eine Sache, die ihr auf jeden Fall alle bereits mitbekommen habt, ist, dass der Abenteuerpark Belantis verkauft wurde im April 2025 an CDA, die Compagnie des Alpes. Das ist eine Freizeitparkkette mit Sitz in Frankreich. Haben ziemlich viele, ziemlich coole Freizeitparks, haben wir euch schon mal alles ein bisschen gezeigt und erklärt. Zum Beispiel auch den besseren Park bei Paris, Park Asterix. Ein Freizeitpark, der wirklich eine coole Gestaltung hat und Weltklasse Achterbahnen zu bieten hat. Und da haben sich ja schon alle gefreut, ey, CDA haben Belantis übernommen, ey, der Park hat Potenzial, der Park ist richtig cool gelegen. Alle sind gespannt, was macht CDA aus Belantis. Und die Compagnie des Alpes bringt jetzt Asterix nach Leipzig. Als ersten Schritt wird es 2026 eine neue Erlebniswelt für die ganze Familie geben mit Idefix Abenteuerland. Und das ist nur so der erste Schritt, um immer mehr Asterix nach Belantis zu bringen. Die Asterix-Comics sind unfassbar erfolgreich in Deutschland. 1/3 der verkauften Exemplare weltweit ist nach Deutschland gegangen und nach Frankreich ist Deutschland auch der wichtigste Markt für Asterix. Der langfristige Plan ist übrigens, dass Belantis zum Asterix Park Deutschland wird. Mein Vorschlag wäre übrigens Belanterix gewesen. Diese Verwandlung soll bis 2030, 2031 dann vollzogen sein. Das alles hängt aber ein bisschen von der Resonanz des Publikums ab und natürlich auch von der Marktentwicklung. So oder so eine sehr rosige Zukunft für Belantis. Ein Park, der immer vergessen wurde und dann vom Parkes ruiniert, das übernommen wurde und da wurde einfach gar nichts mitgemacht. So absolut gar nichts. Und jetzt sieht es echt sehr gut aus, dass da wirklich ein richtig toller Park entstehen kann. Und der Hype ist gerechtfertigt, weil CDA hat halt in der Vergangenheit bewiesen, dass die echt einen sehr guten Job machen. Und 2019 hat die Compagnie des Alpes ja den Family Park Neusiedlersee in Österreich auch übernommen. Und da war man ja auch erst so, oh, ein familiengeführter Park geht jetzt in so eine Kette an einen Konzern. Aber auch da hat man immer wieder fleißig investiert und hört damit auch nicht auf. Denn 2026 kommt Rotonda neu zum Family Park Neusiedlersee, eine neue Attraktion. Der etwas andere Coaster, so wie der Family Park das selbst kommuniziert. Dabei handelt es sich um einen, man muss schon sagen, klassischen Zamperla Disc-O Coaster, also diese große W-förmige Welle, die mit einer riesigen sich drehenden Scheibe abgefahren wird. Haben wir hier auch mal ein Video gemacht, wie wir das Ganze bei der morgendlichen Inbetriebnahme mal Backstage zeigen. Und wie man den Family Park Neusiedlersee kennt und auch die Compagnie des Alpes, wird das Ganze auch eine ziemlich coole Gestaltung bekommen. Dass sie das können, haben sie schon bewiesen im Park Asterix, den originalen Asterix Park bei Paris, kann man ja schon fast sagen. Und dort hat Obelix quasi eine riesige Disco-Scheibe, die geworfen wird. Darum sollte es aber gar nicht gehen, aber wir bleiben im Park Asterix, denn im Park Asterix gibt es Tonner de Zeus und auch da habe ich mal ein extra Video zu gemacht und das ist eine alte Holzachterbahn gewesen. Da hat man einiges geretrackt und am Layout verändert und neue Züge installiert, wo auch die letzte Reihe umgedreht war und rückwärts gefahren ist. Das Ganze hat ein bisschen geholfen, nichtsdestotrotz ist die Fahrt sehr rough immer noch und jetzt kommt final RMC zum Einsatz, Rocky Mountain Coasters, und bringt ein Retracking. Aber bevor ihr jetzt in die Luft springt, es wird keinen iBox-Track geben, es wird kein neues Layout, keine neue Bahn und nicht irgendwie Twisted de Zeus oder Tonner de Inversion werden. Einfach nur
nur ein Retracking der Schiene. Und auch das haben wir schon mal vorgestellt von RMC, das 208 Retrack-System, wo dann die Holzschienen bei einer Holzachterbahn ausgetauscht werden gegen Stahlschienen, die dann weiterhin auf dieser Holzunterkonstruktion ruhen. Fährt sich saugut, macht richtig Spaß, sind wir schon bei ein paar Bahnen gefahren, ist wirklich sehr, sehr nice und absolut verrückt und ja, irgendwie ist man gefühlt noch schneller unterwegs und es ist ein ganz anderes und trotzdem wildes Fahrerlebnis. Bin ich sehr gespannt. Sukzessive sollen in den Winterpausen dann immer wieder neue Abschnitte von Tonnerre de Sois retrackt werden. Wenn ich viel zu schnell für euch bin und im Zuhören nicht hinterherkommt, wie wäre es, wenn ihr das, was wir so erleben, einfach mal nachlest? Denn wir haben unser erstes eigenes Buch geschrieben, Australia Amusement, ein Achterbahn-Roadtrip durch den roten Kontinent. Das ist ein Buch, was wir komplett selbst geschrieben haben und wir haben da drin super viele exklusive Fotos, die wir noch nie gepostet haben, plus einen kompletten Reisebericht mit Anreise und allem drum und dran, allen Freizeitparks, die Australien zu bieten hat. Hier und da noch der ein oder andere Tipp natürlich mit dabei und ein paar lustige Side-Stories. Und wenn das mit dem Lesen auch nicht euer Ding ist, ist hier drin ein QR-Code und wenn ihr den scannt, könnt ihr das ganze Buch als Hörbuch runterladen, was 3 Stunden 50, glaube ich, geht. Von Uschi eingesprochen, Snippets haben wir auch schon in den YouTube Shorts und in Instagram Reels und bei TikTok hochgeladen. Und ja, das ist unsere komplette Australien-Tour von Januar diesen Jahres in Buchform mit auch spannenden Vergleichsbildern aus dem Original Warner Park und dem Movie Park Germany nebeneinander aus der gleichen Perspektive und vieles, vieles, vieles mehr. Sau cool geworden. Super, super viel Arbeit steckt da drin, aber es hat richtig Spaß gemacht und es ist total verrückt, im Hardcover jetzt das eigene Buch in den Händen zu haben. Findet ihr unter ridereview-shop.de. Könnt ihr da noch ordern. Das Ganze ist aber auch streng limitiert und wenn die Bücher weg sind, sind sie weg. Und ja, würde mich freuen, wenn der ein oder andere sich selbst beschenkt und es wieder was zum Lesen unterm Weihnachtsbaum gibt. Aber das muss jetzt auch mal in einem Newsvideo mit rein, weil ich gesehen habe und gelesen habe, dass einige von euch das nicht mitbekommen haben. Bitte bestellen Sie jetzt. Aber was ihr sicher mitbekommen habt, dass wir dieses Jahr mal wieder im Attractiepark Slagharen in Wildwestpark der Niederlande waren. Und Slagharen wird 2026 eine neue Attraktion bekommen. Und es gibt ein erstes Bild zu dem Ganzen. Sieht für mich aus wie ein Discovery, der auch über Kopf geht. Ich bin da jetzt inzwischen draus. Für mich gibt es noch den Intermin Giro Swing, aber ein neues Fahrgeschäft und eine neue aufregende Attraktion für den Attractiepark Slagharen im richtigen Wildwest-Look für die Zukunft für 2026. Wo wir dieses Jahr auch zweimal sogar waren, ist Kings Island und das ist ein ziemlich cooler Freizeitpark in Ohio in den USA und eine der coolsten Bahnen, die es da gibt, ist The Beast. Wirklich die längste Holzachterbahn der Welt und eine der besten Achterbahnen überhaupt, aber auch ein bisschen rough. Und zusammen mit der Gravity Group wird jetzt ein großer Teil der Strecke geretrackt, also nicht nur geretrackt, sondern komplett ausgetauscht. Und man beginnt mit 61 Metern Strecke, die 1:1 komplett ausgetauscht werden und nicht nur die Strecke, sondern die komplette Holzunterkonstruktion, alles fliegt einmal raus und wird neu gemacht und sukzessive soll auch hier über die Jahre weiter gearbeitet werden, dass die Bahn weiter erhalten bleibt. Absolut absurde und verrückte Holzachterbahn The Beast und wird jetzt von Gravity Group geretrackt. In England passiert auch einiges, unter anderem Chessington World of Adventures bekommt 2026 eine neue Achterbahn vom deutschen Hersteller Cira Rides und das Ganze wird ein sogenannter Force Coaster. Gibt es auch einige sehr coole Anlagen von und hier mit einem Paw Patrol Thema. Einen Namen hat die Anlage noch nicht, aber Paw Patrol Thema ist, glaube ich, ziemlich cool für einige. Der Bau läuft, da halten wir euch natürlich auch auf dem Laufenden. Und ein Freizeitpark, in dem wir schon länger nicht mehr waren, der aber echt süß und schnucklig war, ist Feu Petit City in Frankreich. Und da ist es jetzt soweit, 2026 gibt es eine neue Achterbahn. Hier hat man schon einen Namen und zwar Fireline Redwood und das Ganze wird von der Firma Vekoma aus den Niederlanden ein Family Boomerang mit Custom Layout, also einem eigenen individuellen Layout, was es so dann nur im Feu Petit City gibt und nicht irgendwie kopiert wurde. Sieht auch richtig cool aus, habe ich voll Bock drauf und eine coole Erweiterung für so einen kleinen schnuckligen Freizeitpark. Klein und schnuckelig ist Legoland Deutschland schon lange nicht mehr und hat ein Second Gate ja bekommen im Peppa Pig Land. Aber jetzt wird es richtig verrückt, denn weltweit wird es den ersten Lego Harry Potter Themenbereich geben und das im Legoland Deutschland. Harry Potter Land im Legoland Deutschland. Digga, was ist hier los? Außerdem noch on top die erste Harry Potter Unterkunft überhaupt. Okay.
Ich ziehe aus, ich wohne dann da. Merlin Entertainments sind die Betreiber von den Legoländern unter anderem und das Ganze ist Merlins größte Einzelinvestition in einen bestehenden Standort. Weitere Einzelheiten zu den Plänen vom Legoland Deutschland Resort wird es innerhalb der nächsten 12 Monate geben. So oder so mega geil, was ein verrücktes Projekt und habe ich richtig Bock drauf und freue ich mich drüber, dass wir sogar in Deutschland dann damit als erstes an den Start gehen. Der Hype ist real, würde ich sagen. So wie für viele auch bei Six Flags Qiddiya City. Ein neuer Freizeitpark, der quasi aus dem Nix im Nix erschaffen wird, und zwar in der Wüste von Riyadh in Saudi-Arabien. Und es gibt jetzt das offizielle Eröffnungsdatum, und zwar wird es der 31. Dezember 2025. Der Plan war, dieses Jahr noch zu eröffnen, und damit hält man das Ganze auch ein. Wir werden auf jeden Fall hinfahren. Wann, kann ich euch nicht sagen. Liegt ein bisschen daran, dass wir noch nicht so ganz wissen, wann der ideale Zeitpunkt ist. Vielleicht direkt am Anfang, nämlich noch nicht. Wir wollen ja unter anderem auch die höchste, schnellste und längste Achterbahn der Welt fahren. Und ja, super spannend. Wir haben Bock drauf. Da stehen nämlich noch viele andere sehr interessante Achterbahnen und halt der absolute Weltrekord. Krasse Projekte, wahnsinnige Innovationen. Super interessant, werden wir euch berichten. Ihr wisst, abonnieren, um das alles nicht zu verpassen. Kostet euch nichts, unterstützt uns aber ungemein. Vor allem jetzt im Winter, wenn nicht mehr so viel Freizeitparkaktivitäten sind. Da sieht das immer so schlimm aus hier auf dem Kanal. Winter ist ein gutes Stichwort. Nichts Besonderes, nichts Neues, aber ein paar Webcam-Bilder aus Cedar Point. Cedar Point, einer der verrücktesten Freizeitparks der Welt. Da waren wir dieses Jahr auch zweimal und es gibt richtig coole Webcam-Aufnahmen, wie da alles unter einer verträumten Schneedecke ist, und das finde ich einfach cool und schön. Wir haben hier nie Schnee und dann kann ich mich ja darüber freuen, wie schön es da aussieht, und es kommen so ein bisschen Christmas-Vibes auf, ne, mit den ganzen Christmas-Events, die gerade stattfinden, und ein paar spannenden Videos, die wir auch schon veröffentlicht haben hier auf dem Kanal. Und wenn wir schon beim Thema sind, Heidewitzka, können wir doch mal zusammen das Türchen von heute aufmachen. Die 5 sieht groß aus. Wo hängt die 5 da fest? Das ist der Holy Adventskalender, und zu Holy kommen wir jetzt gleich. Ach du heiliger Bimbam. Es ist ja Weihnachten, es gibt Socken, Holy Socken, Holy. Das Ganze soll jetzt nicht nur Spaß für mich selber sein, sondern ich möchte euch auch was zurückgeben, aber vorneweg noch, es gibt wieder den Winter Punch Hibiskus, ein Eistee, und jetzt neu bei den Milkshakes gibt es Spekulatius als neue Sorte. Checkt das auf jeden Fall mal aus, voll limitierter Flavor, und wie passender können bitte 2 Sorten zu dieser Jahreszeit gerade sein. Gibt es seit heute bei Holy zu bestellen, und dann habt ihr noch einen Link in der Videobeschreibung, da kommt ihr dann zu dem Holy Shop, und mit Ride 10 bekommt ihr 10% Rabatt auf eure gesamte Bestellung. Und mich würde noch interessieren, was ist eure Lieblingssorte nach Bubblegum oder Frosty Fox? Weil, wenn ihr mir das verratet, bekommt ihr eine dieser beiden Tabs von mir. Ist es Weihnachten? Also schreibt ihr dabei, was ihr davon gerne hättet und was danach eure absolute Lieblingssorte von Holy ist. Egal ob Energy, Iced Tea, Hydration oder Milkshake, lasst es mich gerne wissen. Ihr habt bis Montag jetzt Zeit, den 8.12. 18 Uhr, dann schreibe ich euch hier einen Kommentar, und dann tauschen wir uns weiter aus, wie ich euch das Ganze hier zulassen kann. Als kleines Dankeschön von mir für euch zurück, dass ihr das jetzt hier gerade in einem Video euch mal kurz angehört habt. Herrschaftszeiten, was eine wilde Zeit. Wir waren ja, habe ich gerade erwähnt, auf der IAAPA Expo in Orlando. Wir sind ja gerade erst zurückgekommen. Videos zu Orlando kommen auch noch ein paar. Aber was ich noch erwähnt haben wollte, was ihr ja vielleicht nicht unbedingt im Video gesehen habt, was ich ja gerade am Anfang euch schon empfohlen habe, die IAAPA Expo in Orlando hat einen neuen Besucherrekord aufgestellt. Es waren 38.520 Menschen Gast auf dieser Messe. Das ist schon heftig viel. Ohne große, tolle Überleitung kommen wir zu Bold Move Nation. Haben wir auch schon einiges hier gezeigt, und es gibt einen neuen Media-Based Dark Ride, der 2026 in Norwegen eröffnen wird. Und zwar ist der für Hunderfossen in Norwegen, und es wurde eine Marketingkampagne gestartet mit dem Reveal eines Rennwagens, des legendären Il Tempo Giganto Supercar, und das im Airport von Oslo. Und das ist jetzt nicht nur eine Marketingkampagne von dem Park für diesen neuen Ride, sondern eigentlich für einen neuen kommenden Weihnachtsfilm, dessen Namen ich nicht vermag auszusprechen. Und der kommt zu Weihnachten halt in die Kinos, und dann ab Mai 2026 passend dazu wird diese ganze Geschichte erlebbar sein in einem Media-Based Dark Ride von Bold Move Nation in Norwegen. Ziemlich cool, auch wenn ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie dieses Jahr schon mal was von einem Ride gehört habe, der mit einem Rennfilm was zu tun hat. Aber hier in der für mich eher richtigen Reihenfolge, das erste Film kommt und dann der Ride, und nicht ein Ride alles spoilert, wenn es gar nicht so viel Inhalt gibt in dem Film. Wenn ihr wisst, was ich meine. Wenn nicht, helft mir gerne auf die Sprünge.
Und 2026 gibt es natürlich noch weitere Neuheiten in Deutschland. Der Erlebnispark Tripsdrill hat nämlich ein neues Fahrgeschäft angekündigt, Luftikus. Sehr cool, wie man es von Tripsdrill gewohnt ist, eine grandiose Thematisierung. Und es geht quasi einen kleinen Zeppelin im Kreis und das mit einer tollen Gestaltung, die das Artwork auf jeden Fall schon erahnen lässt, direkt neben Karacho, und ein weiterer Ride halt für Erlebnispark Tripsdrill und ein weiterer Baustein von vielen für einen der tollsten Parks, die wir überhaupt haben. Und der irgendwie immer noch so ein bisschen underrated ist, aber einfach grandios ist. Und ich glaube, damit haben wir dann für heute. Ich kann euch, glaube ich, beruhigt ins Wochenende schicken. Jeden Tag um 18 Uhr gibt es ein neues Video. Gestern habt ihr den dritten Teil hoffentlich gesehen von der Baudoku zum neuen Multi-Launch Watercoaster im Freizeitpark Plon. Wir waren vor Ort und zeigen, wie die Schienen montiert werden und was sonst alles noch für Arbeiten stattfinden, damit diese Bahn dort gebaut werden kann. Und wir haben auch jetzt am Sonntag einen sehr spannenden Startschuss für eine kleine Videoreihe, die bis Weihnachten laufen wird. Das auch noch. Und wenn ihr Bock habt, dass wir darüber reden, was das ist, lasst es mich wissen. Ansonsten findet ihr einen Link dazu schon in der Videobeschreibung. Aber das wisst ihr sowieso. Ich glaube, jetzt haben wir es. Ich danke euch.